Dom's Real World. Nach dem Smooth-Video habe ich mich über viele Fragen in den Kommentaren gefreut. Um euch die beantworten zu können, probiere ich das heute alles mal aus. Kann man mit dem Smooth nach hinten umfallen und fährt er dann einfach weiter? Los geht's nach dem Intro. So, also, los geht's mit den Fragen zum Smooth. Der erste Kommentar ist von Björn. Erstmal, danke, dass du immer so fleißig kommentierst und aus deinem Kommentar lassen sich viele interessante Fragen ableiten. Ich zerlege das Ganze mal und beantworte das nach und nach. Zuerst mal hast du dich gefragt, was der Smooth wiegt, was bestimmt auch für viele andere interessant ist. Deshalb hänge ich den Smooth jetzt mal an die Waage. Ich komme hier auf 7,3 Kilo. Der Hersteller gibt ihn mit 7,2 Kilo an. Das kann aber auch an meiner schlechten Waage liegen. Als nächstes taucht die Frage auf, ob der Smooth im Rollstuhl sitzend einfach an- und abzukoppeln ist, so wie es der Hersteller verspricht. Im ersten Video war ich ja noch ungeübt, mittlerweile habe ich das ein bisschen öfters gemacht und ich zeige euch mal, wie das jetzt aussieht. Bei mir funktioniert das An- und Abkoppeln am besten, wenn ich seitlich durchs Rad schaue, so sehe ich die Halterung und sehe, wo ich mit dem Smooth hin muss. Beim An- und Abkoppeln sollte man den Smooth laut Hersteller nicht vom Boden abheben. Was passiert, wenn ihr es doch macht, seht ihr hier. Ja, man muss sagen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das schon ganz gut. Aber ohne hinzuschauen, klappt es bei mir immer nicht so toll. Um die Frage zu beantworten, ich würde sagen, ja, man kann den Smooth, wenn man weiß wie, jederzeit leicht an- und abkoppeln, auch während man im Rollstuhl sitzt. Ist das Rad vom Smooth um 360 Grad schwenkbar? Ja, das Rad ist um 360 Grad schwenkbar, aber jeweils in jede Richtung nur um 180 Grad, dann kommt ein Stopp. Das Rad kann sich also nicht komplett herumdrehen, was zu einem Problem führt, welches ich euch ja schon im ersten Video gezeigt habe. Fährt man dann rückwärts, wenn das Rad vom Smooth nach vorne zeigt? Nein, man fährt dann nicht rückwärts, denn wenn der Smooth zu weit eingelenkt ist, dann hört er auf zu unterstützen und zeigt das auch hier auf der Bedieneinheit an. Dort leuchtet dann dieses weiße Licht. Nächste Frage. Gekipptes Fahren mit dem Smooth. Achtung, Sicherheitshinweis an der Stelle. Laut Hersteller ist es nicht erlaubt, mit dem Smooth ohne doppelte Kippstützen zu fahren. Weil ihr das aber gefragt habt, ob das so funktioniert wie im Werbevideo, werde ich das trotzdem ausprobieren. Hier kommt jetzt erstmal der Sicherheitsinspektor ins Spiel. Und ich kann euch sagen, ja, gekippt fahren geht. Aber man muss es mit dem Smooth schon ein bisschen üben. Vor allem in den Kurven reduziert der Smooth selbst die Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen und erhöht sie danach wieder. Hier kann man schnell aus dem Gleichgewicht kommen. Aber wenn man das weiß, dann geht das. Und wenn wir schon dabei sind, nächste Frage. Kann man mit dem Smooth nach hinten umfallen? Und wenn ja, fährt er dann einfach weiter? Erstaunlicherweise falle ich mit dem Smooth im Stand nicht nach hinten um, weil er hinten an meiner Sitzfläche anliegt. Allerdings glaube ich, dass da nicht viel fehlt und im Fahren könnte es schon dazu kommen, dass man nach hinten umkippt. Außerdem kann es sich auch, wenn der Rollstuhl anders eingestellt ist als meiner, hier komplett anders verhalten. Ob der Smooth dann einfach weiterfährt, kann ich nur vermuten, aber nach meinem Crash im ersten Video ist er sogar aus der Halterung gesprungen und lag dann am Boden und hat immer noch weiter angetrieben, bis ich ihn ausgeschalten habe. Also ich denke, er würde bei einem Crash wahrscheinlich weiter beschleunigen. Weiter geht's. Björn meint, laut Hersteller soll man auf jedem Untergrund sicher vorankommen. In Ankes Kommentar steht drin, dass Schotter nicht so geeignet ist. Also testen wir mal. Meine Wiese ist heute etwas feucht,
Und wie nicht anders zu erwarten, dreht der Smooth hier ziemlich leicht durch und hat nicht wirklich Grip. Aber das war eigentlich klar. Auf der Teerstraße, auf den Pflastersteinen und durch die Rinne kommt man mit dem Smooth aber ganz gut. Ich denke, dass auch eine nasse Teerstraße oder nasse Pflastersteine kein großes Problem darstellen. Das mit dem Schotter sieht aber schon ein bisschen anders aus. Solange man keine Steigung hat, funktioniert das noch einigermaßen. Obwohl der Smooth sehr unangenehm springt, sobald er über einen etwas größeren Schotterstein fährt. Sobald hier aber leichte Steigungen kommen, würde ich sagen, ist es mit dem sicheren Vorankommen eigentlich vorbei. Obwohl dieser Schotter hier recht gut verdichtet ist, bleibt das Rad trotzdem häufiger stecken und gräbt sich ein und ohne mit anzuschieben kommt man hier nicht mehr voran. Nächste Frage. Lenken mit dem Smooth bei höherer Geschwindigkeit. Stichwort heiße Hand. Also gefühlt muss ich sagen, dass ich mit Smooth definitiv schneller heiße Hände kriege als ohne. Da man ohne den Smooth halt deutlich mehr Richtungskorrektur über das Antreiben macht. Wenn der Smooth dran ist, regelt man das eben alles übers Bremsen. Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist das Vorsatzrad. Es steht ja auch schon in den Kommentaren, dass die Kombi aus Smooth und Fosara richtig gut funktionieren soll. Also probiere ich das jetzt mal aus. Natürlich ist das immer eine Gewöhnungssache, aber für mich fühlt es sich an, als könnte ich das Potenzial vom Smooth erst in Verbindung mit dem Vorsatzrad so richtig ausnutzen. Es fühlt sich einfach sicherer an, das Lenken geht ohne die besagten heißen Hände und das Anhalten wird deutlich sicherer. Beim Anhalten mit dem Smooth muss man nämlich von außen auf die Bedieneinheit drücken. Durch den Einhandlenker vom Vorsatzrad hat man währenddessen immer noch volle Kontrolle über den Rollstuhl. Was an dieser Kombination auch noch ganz nett ist, sowohl der Smooth als auch das Vorsatzrad sind einfach an- und abzukoppeln und wenn sie vom Rollstuhl weggebaut sind, verbleiben am Rollstuhl keine großen Adaptionshilfen oder ähnliches. Ich sollte auch noch das Fahren über Kanten und an steilen Steigungen testen. Das mache ich jetzt mal. Man darf mit dem Smooth Kanten bis einer Höhe von 5 cm befahren. Und man muss sagen, das funktioniert schon recht gut. Leider rumpelt der Smooth da ziemlich hart drüber, was sich nicht ganz angenehm anfühlt. Beim Befahren von Steigungen hat der Smooth keine Probleme. Diese Steigung hier ist um die 10% steil und der Smooth hat kein Problem damit, hier Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Power hat er auf jeden Fall genügend, aber der raue Untergrund macht ihm irgendwie zu schaffen. Abgesehen davon, dass durch das Rad vom Smooth mehr Vibrationen vom rauen Untergrund in den Rollstuhl übertragen werden, kommt er auch irgendwie nicht so gut damit zurecht. Das Ergebnis seht ihr hier. Das Gepiepse zeigt eine Fehlermeldung an und der Smooth hört sofort auf zu unterstützen. Ich habe ihn mehrfach weggebaut und versucht wieder anzuschalten, aber das ging nicht so ohne weiteres. Über das Bedienteil ließ er sich auch nicht mehr aktivieren und sowohl an der Antriebseinheit als auch am Handbediengerät blinkten oben und unten jeweils dreimal diese Lichter. Das ist mir beim Test tatsächlich öfters passiert, auch an diesem steilen asphaltierten Berg, den ich dann manuell hochschieben musste. Als ich nach meiner Probefahrt dann im Benutzerhandbuch gelesen habe, habe ich herausgefunden, dass es ein Fehler mit dem Geschwindigkeitssensor sein soll. Einzige Lösung, die angegeben ist, kontaktieren Sie den Fachhändler. Meine Lösung in dem Moment war, einfach selber anzuschieben und den piepsenden Smooth hinterherzuziehen. Ziemlich schade, dass der Test jetzt so geendet ist, weil ich eigentlich noch viel mehr vorhatte. Der Akku vom Smooth scheint richtig lang durchzuhalten und ich hätte gern mal getestet, wie weit man mit einer Akkuladung wirklich kommt. Wie gesagt, nach einiger Zeit konnte ich ihn dann schon immer wieder einschalten und er hat wieder funktioniert, aber ich weiß nicht wirklich, was der Auslöser für diesen Fehler war, was mich etwas beunruhigt. Wenn ihr noch Fragen zum Smooth habt oder Sachen, die ich damit ausprobieren soll,
Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde es beim nächsten Mal etwas langsamer angehen lassen und hoffen, dass der Fehler nicht wieder auftaucht. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Like da. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.